Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Mein Gott, ja, mal wieder einen schönen Energy Drink hier, einen leckeren Rehab diesmal. Monster Rehab, den kenne ich, der ist gut. Ja, der ist lecker, nicht so wie der letzte. Der war ja eher so... Kohlerig, würde ich sagen. Ich muss kurz was gucken. Wir können weiterspielen. So, wir haben erfolgreich den Obstbaum erkundet. Den Obstbaumgarten. Und den Desertanten oder vielmehr den Saboteur entlarvt. Dabei war es gar keine böswillige Sabotage. Und wir können jetzt Bericht erstatten. Und uns weiter mit dem Mordfall beschäftigen. Hier dürfen keine mehr sein, die haben wir alle weggemacht. Hier waren ja auch ein paar Banditen. Ja. Ungefähr Ziffer 2. Wie viel? Die Waffen haben ja hier alle doch schon ordentlich Schaden, ne? Ich sollte mal ein paar Waffen mehr mitnehmen. Unsere Ungeziefer macht 3. Guck mal, die macht hier schon 500 fast alleine. Krass. Welche ist das? 300er. Dann lass uns mal die hier... Ne, warte mal. Hier, die 400er austauschen gegen die Waffe. Also waffenmäßig sind wir echt gut dabei. Wir müssen mehr Waffen einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir in unserer Hotelsuite ein Dings hatten. Eine Werkbank hatten wir da, aber... ja, müssen wir mal so gucken. Da können wir im Zweifel auch Waffen zerlegen, ne, auf der Werkbank. Haben ja keine Probleme. Eben auf der Brücke ruckelt es immer so ein bisschen, ne? Ihr seid echt spitzenmäßige Aufpasser, muss man ja mal sagen. A sudden death knockout court. It's pretty much just tossball for folks who don't want to get their hands dirty. Okay. Poolplaza entdeckt. I was thinking about going for a swim, but I don't want to come out stinking like a dead rat. Oh, you're that inspector, right. Sorry, but the pool's currently closed on account of it stinking worse than my boss. What can I do for you? Space me if I knew. I got here for my shift this morning and found it this way. They can't yell at me for this one, which is good, because a lot of folks seem upset by it. Mhm. Gee, you're pretty sharp. Yeah, the reception party would have extended out here, but we had to close it off. What with the contamination. And now the reception ain't happening anyway. Can't do much now but wait for the stench to wear off. We found the individual hired to clean face down in a puddle of his own spit in the orchards. Guess he won't be helping. Merkwürdig. All right. You may want to visit the sun parlor. That's where that Rizzo's fool mixed the chemicals he used. Oh, and you could talk to Lily, my boss. She probably has some great advice. I saw her walk toward the bridge to the Purpleberry Orchards earlier. Reckon she's still there. Now, anything else I can do for you? So long as you don't want to go in, I can answer anything you like. Yeah, it's part of the job. I think I'm listed as a security consultant. But all that really means is that if I'm caught without this thing, I get put on pool guard duty. I don't know what happens if I'm caught without it on pool guard duty, but I know that I don't want to find out. Yep, still dead. Usually Rizzo's is pretty good at making sure the people they hire ain't got tripicale for brains, but that fella clearly wasn't worth trusting. I met him briefly once. Seemed level-headed enough, but that must have been just a front. Otherwise, he wouldn't have made such a mess of things. Sounds good to me.
Da wollen wir mal unsere Superpistole rausholen, ne? Was passiert, wenn wir da reingehen? Timeline discrepancy detected nearby. Gar nichts passiert dann. Analysis reveals the chemical signature of this compound is 80% semblant of fertilizer used in the purpleberry orchards. The other 20% is semblant of pool water. Haben wir das jetzt im Tagebuch? Ja, ne? Jetzt erstmal hier kurz untersuchen. Und was hier gespielt wird, könnte für unseren Fall nämlich auch wichtig sein. Eine mechanische Konstruktion oder Chemikalien als Pulver oder für die Botschaft. Iron war es hier. Was war hier? Iron? Warum sollte ich das mit Iron in die Schuhe schieben? Wie dumm wäre das denn? Untersuchen wir mal den Wintergarten. Ist das hier so ein typisch Andy-Gag gewesen oder was? Irgendwie habe ich das Gefühl, das hängt zusammen. Irgendwas ist da doch faul. Bevor wir hier Bericht erstatten, gucken wir uns das mal genauer an. Alright, here we go! Boah, wie viel schlucken die? Thank the law that's over. Mastodons on the hotel grounds. So. Somehow that don't surprise me. Did we win? How exciting. Ich glaube nicht, ob wir Haut brauchen für die, für den Anzug. Nehmen wir einfach mal was mit. Ja, guck mal, sehr schön. 10 Streifen von den Riesenaffen, alles klar. Guck mal, da haben wir auch schon mal was für einen Anzug gefunden. Ist hier sonst jemand gestorben? Nee, ne? Haben wir hier die Sicherheitsmänner 1A unterstützt. Keiner hat gesagt, wo sind die denn hergekommen? Merkwürdig. Das ist der Wintergarten. Kühlmitteltank, weiß ich nicht, was wir damit sollten. Dann lass uns doch mal gucken, was wir da für einen Hinweis haben. Da hat jemand sein, ne? Buch hier liegen gelassen. Stelle einen Poolreiniger zusammen. Heieiei. Ist 1 rot. Okay, Alter. Das hier ist gelb, da ist gar kein Rot dabei. Was hier steht. Moment, muss ich hier irgendwas ändern? Ich glaube nicht. Ja, du siehst, ich dachte schon, ich müsste jetzt hier irgendein Rätsel lösen oder so ein Scheiß. Habe ich die Chemikalien jetzt im Inventar? Höchstwahrscheinlich, ne? Brauche ich jetzt nicht extra gucken. Also. Der Inspektor kümmert sich um den Pool, meine Freunde. Inspektor Naseweiß.
Schade. Hier oben rein, oder was? Wieso ist die jetzt gescheitert? Das ist ja scheiße. Was haben wir denn abgespeichert zum Schluss? Das ist ja ärgerlich. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Quelle allen Übels. Verbockt. Ich will keine Mission verbockt haben. Die Quelle allem Übels. Oh, ich dachte, wir können das erst andersrum machen. Nee, das, ich guck mal, wo zum Netz gespeichert wurde. Hoffentlich nicht, warte mal. Was denn, wenn ich das jetzt hier erstmal abspeichere? Auf dem neuen Spielstand. Wie immer. Und jetzt laden wir das mal. Den letzten Spielstand. Und gucken, wo der war. Ja, was ist los? Haben wir da alles... Ist wieder auch verbockt? Ja, das ist ja doof. Sag nicht, wir stehen jetzt überall vor dem. Nee, sehr gut. Guck mal, können wir ab hier weitermachen. Die Chemikalie haben wir hoffentlich... Unbekannter Wirkstoff. Du hast verloren. Unbekannter Wirkstoff. Warum? Ach, ich habe halt einen unbekannter Wirkstoff. Alles klar, zum Glück. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen mogeln, aber ich hätte nicht gedacht, dass wenn wir das Zeug einfüllen... Balkon. Dass wir dann nicht mehr mit dem Dude reden können da oben drauf, ne? Oder hab ich den falschen... Habe ich den falschen... Sag mal schnell. Wirkstoff zusammengebraut. Ich weiß es nicht, wir finden es raus. Sprechen mit dem Verfasser. Da ist er. Den haben wir auch schon öfter gesehen. I saw you meander on out of the pool and into the greenhouse. Now you're here. Does that mean what I think it means? Might mean that you can be trusted. Might not. Guess we'll see. Maybe not. Maybe I just want Rizzo's working relationship with Slug to implode for the benefit of Spacer's choice. But you're right. It ain't high profile. And it ain't gotta be. Any damage to Rizzo's is cause for celebration. You ain't gotta concern yourself with my spite. Consider me an average Byzantine, and I'll consider you an average contractor. Guck mal, wenn ich mich jetzt nicht einmische, dann ist es ja ein Auftrag, der mir durch die Lappen geht, ne? That's great to hear. Or grand, as the Byzantines are so fond of saying. Not that I ain't one. There's a chemical mixing machine in the greenhouse that has more than a few volatile chemicals. Mix them and render that pool unusable. Anything that ain't a cleaner should do. Dump the mix into the pool, then find somebody in Slug and tell them you did it for Rizzo's. That'll get those damn bastards into some red water. This here's a messy business, friend. And when it comes to messy businesses, the rule's always the same. Don't get too curious, whether it's about Saltuna additives or espionage.
Spacer's choice didn't ruin anything. Rizzo's did. And ain't that a coincidence? But it's also gonna be Rizzo's that permanently puts that pool out of commission. They're getting a tad too cozy with your friendly neighborhood slugs. We don't want either gaining power on the board. Easier to do so if their alliance ain't so sweet anymore. Personally, I don't think we're going far enough. Rizzo's is all smiling gun hands and uppity scientists. Wouldn't mind bringing them down with some well-placed bullets, but nah. If you're worried about this hurting your relationship with Slug, I wouldn't. The guard's thicker than the shit in that pool. Tell him you're with Rizzo's and he won't question it. Dandy, come on back once you've done your deed. Okay, ich bin jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob das cool ist, was wir hier machen, aber letzten Endes ist mir das auch Wumpe. Ich speichere mal erstmal nicht ab. Die Chemikalie habe ich ja jetzt schon zusammengemixt eigentlich, ne? Das heißt, ich mache genau das, was ich gerade gemacht habe, nur diesmal, dass ich erst mit dem Dude gesprochen habe, ne? Dann machen wir das mal. Also. Einfach mal so zur Sicherheit. Spielstand speichern. Ich speichere mal hier. Dann haben wir den anderen noch als Backup. Mein Ruf bei Sublight Underground ist gesunken. Der Vorstand mag mich eh nicht. Guck mal, mein Gott. Sublight Underground, wo ist denn Sublight Underground? Da. Gleicht sich aus, ist okay. Pool's nothing but an acrid mess of concrete, I hear. Hope I'll hear the sound of Rizzo's heads hitting the floor next. Revolutions have been started over less, I reckon. Maybe. Probably. Here's your pay. Ja. Spacer's Choice thanks you for your contributions to future profits. Ja, was ist mein Pay? Ja, ist okay. Alles klar, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich kann einfach nicht Nein sagen zu Aufträgen. Ja, der müsste abgeschlossen sein. Abgeschlossen, zacki, zacki, zacki. Ja, die Quelle an Übels ist abgeschlossen. Und wir haben keinen verbockt. Sehr gut. So mag ich das. Den würde ich gerne löschen. So. Ein bisschen gemogelt, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass das dann direkt abgeschlossen ist, wenn ich zuerst die Chemikalie einführe. Deswegen ist das hoffentlich nicht so schlimm. Hier haben wir mittlerweile schon hier die 10 Streifen, da haben wir die 3 schon. Dafür müssen wir noch nach Monarch. Aber das machen wir alles ein anderes Mal. Nur wenn wir diese Riesengorillas sehen. Jetzt können wir eigentlich... Nee, das machen wir später. Haben wir schon? Nee, wir haben ja hier oben haben wir die. Genau. Das machen wir als nächstes. Dafür müssen wir, glaube ich, wieder hoch in unsere Suite. Und dann können wir mal gucken, was wir mit den Waffen machen. Aber ich meine, hier konnten wir keine Waffen lagern, ne? Das ging nur in Fallout. Das hatte ich letztes Mal schon bemängelt. Vielleicht haben wir ja oben trotzdem irgendwie sowas. Wir müssen nur daran denken, dass wir die Waffen auch mitnehmen, wenn wir fliehen. Ja? Weil wir haben gerade echt gute, starke Waffen hier gefunden. Aber deswegen möchte ich nicht, guck mal, da steht meine Crew.
Prepare to be vaporized, unwanted pathogen! I do love all the wall space. So much room for trophies. Wer ist das denn? Oh, sweet gibbering law. Where'd you come from? Sorry, let me just get back in character. Whoa, 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 it's not what it looks like. Looks can be deceiving, friend. For example, what looks like misappropriation may, in fact, be a misunderstanding. I seem to have wandered into the wrong premises. I have mistaken this penthouse for the Rizzo's Rangers locker room on account of my headgear cutting off my peripheral vision. Okay. Both his legs? Could we leave him with one good leg? I'm pretty sure crippling the mascot's bad luck for the Rangers. Wow. Looks like you've got some mascots of your own, except they're heavily armed. I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie, the Holmeister, the Hack Attack. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message, something he recorded for Ms. Bellamy while he was off his kilter. You found the recording? Oh, well, that's just sweeter than a fistful of purple berry punch. Oh, law, Birdie's gonna slaughter me like a woolly cow. Will you meet me later, over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know about Ms. Bellamy's demise. What? But I can't? Please don't hurt me. I'm sorry. I can't. Not here. I'm sorry. The Pilot House Complex. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Glaub dem Typen kein Wort. Level 32 von 33. The Pilot House Complex. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Wollen wir mal hoffen, wollen wir mal gucken, ob wir die Nachricht finden? Erstmal speichern wir ab. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dann machen wir das später. Und nehmen mal... Achso, wir können auch erstmal vorher unsere... Ach, wir haben einen Vorteilspunkt. Wie geil ist das denn? Fähigkeiten... Später, weil wir gerade wieder... Mal erstmal einen Vorteil raushauen. Grad 3. In Grad 2 haben wir wenig, ne? Grad 3. Gab es einmal Kopfschuss, Baby. Generell. Okay. Okay, ich würde sagen, hier unten, das hat mir ganz gut gefallen. Entweder...
Improvisierte Waffen, I don't know. Schaden pro Folgetreffer ist ganz geil eigentlich. Ich glaube, den nehme ich. Flächenschaden, Plasmaschaden. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Fähigkeiten vergeben wir später, weil die roten Zahlen mich ablenken jetzt. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. Hat er entfernt die Waffe? Will er mich abschießen, ne? Der Wichser von gerade, das Maskottchen. Am Arsch treff mich da. Ich sag dir alles, was ich übers Ableben weiß. Du Penner. Hm. Hier kann man mal hart einblasen, der Typ. Entschuldigung, aber ich will nicht gern verarschen. Von wegen, der hat eine Nachricht, der hat genau die Waffe geklaut, sag ich dir. Und deswegen werde ich den abschlachten, Typen. Ich bin auch nicht doof. Sonst haben wir hier auch nichts, was wir finden können. Die Sache ist die. Wir haben ja auch nichts zum Waffenaufbewahren, ne? Wir haben hier zwar irgendwo eine Werkbank. Da können wir aber nichts reinpacken. Dann behalte ich die Waffen erstmal alle so, wie ich sie habe, würde ich sagen. Kann ich später immer noch mal irgendwie aussortieren, was ich davon brauche und was nicht. Alles klar, quatsche mit dem Dude. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The wasp-ketos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? You have my attention. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. Little of consequence. We'd tour the grounds, pause at some locations appropriate for a portrait, let her shake hands with our scientists. Public relations. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Ich hoffe, das ist gut, dass wir ihm das hier so breit erzählen, aber er ist nur mal mein Auftraggeber, ne? That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another.
Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Soll ich das mit dem Maskottchen ansprechen? Why was there a suspicious-looking mascot in your room? I'm afraid I don't understand. Is this the lead-up to a joke? I don't know why there was a mascot in your room. The Grand Colonial doesn't offer that kind of room service, I think. Cedric has a security problem in this hotel, but your point is well taken. In any case, let me apologize for this unfortunate business. I'm sure this mascot meant no harm. Verdächtig. In dem letzten Punkt mit dem Maskottchen traue ich ihm nicht so ganz, ob er davon wirklich nichts wusste. Alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, meine wunderbare Stimme zu hören, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es jede Menge andere interessante Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Ja, und ansonsten im nächsten Teil würde ich sagen, gehen wir mal, oder tappen wir mal, eher gesagt, höchstwahrscheinlich in die Falle, die uns das Maskottchen stellen möchte. Wenn ich da nicht auf dem Holzweg bin, entweder kriegen wir interessante Informationen oder der wird uns hinterrücks abstechen. Wir gucken mal, meine Freunde. Bis dahin, einen wunderschönen Tag, Abend und gute Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut und tschüss, Sikowski.